Das ist eines der meistgefragtesten Wohnmobile Europas. Ja, auf 4x4-Basis Mercedes-Benz mit Delta-Felgen ab Werk, ein Hymer. Ja, in einer ganz speziellen Version. Und wir sind mal wieder zusammen mit Jenny und Patricia. Und ich zeig's mal gerade, das ist schon richtig genial, denn das Fahrzeug ist gerade vom Laster gefallen und es ist noch nicht aufbereitet, es sind alle Folien noch dran und wir werden es heute das erste Mal begehen, denn es gehört wirklich zu den meistgefragtesten Fahrzeugen von Hymer im Moment. Grüß dich Jenny, guten Morgen. Hallo Sven, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Sehr schön. Tolles Wetter, es hat geregnet heute Nacht, endlich mal. Ja, endlich mal. Es hat sich ein bisschen abgekühlt im Gegensatz zu den letzten Tagen. In welcher Stadt sind wir denn? Wir sind hier in Bielefeld. Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt. Ja, das sagen die meisten. Das sagen die meisten, aber die Stadt gibt es. Die gibt's ja. Ich habe Ja. sie sogar gefunden. Auf der Autobahnausfahrt war sie angeschrieben. Wir haben vom Saarland knapp 4,5 Stunden gebraucht. Du auch. Hier ist Patricia. Guten Morgen. Hi Sven. Ja, Mercedes-Benz. Du stehst total auf Mercedes-Benz. Ja, und es ist schwarz. Schwarz, ne? Schwarz, ja. Und es liegt auch sehr hoch. Also ich denke, man hat auch nach draußen echt eine coole Sicht, ja. Ja, es ist so. Denn es ist ein Schlechtwegefahrzeug. Also damit jetzt nach Afrika zu fahren, in die tiefste Wüste, dafür ist es wahrscheinlich nicht gebaut. Aber man kann auf jeden Feldweg damit. Also 4x4. 4x4 kommt man überall mit durch. Kommt man überall mit durch. Ja, so kleine Applikationen. Ihr habt eine große Lichtanlage dort oben drauf, damit man auch was sieht. Muss man nicht zwingend haben, aber sieht geil aus, oder? Sieht geil aus, ist Bestandteil von unserem RSX-Paket und ja, darf im Straßenverkehr nicht verwendet werden, weil es nicht zugelassen ist, darf man wirklich nur rein in der Wildnis nutzen. Okay, das heißt, wenn die Zündung an ist, geht es gar nicht, nehme ich an, oder? So, dann ist es abgeschaltet. Hier vorne, ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Du kommst aus der Automobilbranche, Delta kennst du. Das sind Delta-Felgen, die sehen toll aus. Das sind 18 Zoll Delta Offroad-Felgen, beziehungsweise mit Offroad-Bereifung. Ja. Die Und die werten guten- das Fahrzeug nochmal ein bisschen auf. Und die guten BF Goodrich. Das heißt, die übrigens nicht so laut sind, wie sie aussehen. Das heißt, es geht, oder? Man hört einen dezenten Unterschied, aber wirklich nur einen dezenten. Dafür wird man es aber merken, wenn man mal Schnee hat oder mal ist wirklich mal Matsch. Kann ja mal passieren auf dem Campingplatz. Ist das nicht ein Hingucker, der da? Auf jeden Fall. So, wir stehen ja im Moment, wir drehen heute am 24. September 2020. Der Hof mit Hymer ist quasi leer gefegt. Du bist die Hymer-Spezialistin. Ja, wir sind momentan weitestgehend komplett ausverkauft. Das ist so ungewöhnlich, oder? Es ist ungewöhnlich, ja, aber gut. Ja, wir haben heute eine Besonderheit. Wir schauen uns das mal an, RSX. Und da kannst du mir ein bisschen was mal erzählen. Wir sind ein bisschen eingeparkt hier von einem historischen Bus, ein T3. Und ja, hier, das sieht man dann von hinten. Und direkt auffallend ist natürlich das Reserverad. Das musste natürlich ans Heck, oder? Das muss definitiv ans Heck. Ohne dem wird es sonst ein bisschen nackig aussehen, würde ich jetzt mal behaupten. So ist es. Ja, ganz kleiner Wermutstropfen. Man hat es schon ein bisschen vorgebaut, aber da gibt es, glaube ich, noch mal so ein Add-on. Die kann man noch ein bisschen vorsetzen, dann sieht man noch mehr. Das ist so, denn die Rückfahrkamera, die ist mit drin. Das Mercedes-Benz-Zeichen darf nicht fehlen auf der Rückseite, denn die Leute sind stolz, sowas zu haben, oder? Vollkommen richtig. Nicht ganz billig, oder? Nein, günstig ist es nicht. Es gibt günstigere Varianten, aber es ist das Geld auf jeden Fall wert. Patricia, wenn du dich mal kurz daneben stellst, Ja. wir zeigen mal gerade, du bist 1,67 groß. Ja. Und ich sag mal so, das Heck, das fängt gerade mal bei der Patricia am Popo an, ja. Das heißt, der liegt hoch, oder? Der liegt hoch, macht aber auch viel das Allradgetriebe. Ne, da kommt das Fahrzeug nochmal 9 cm höher. Gut, wir haben jetzt hier noch die Bereifung, 18 Zoll Bereifung drauf verbaut. Das hat auch nochmal ein bisschen Einfluss darauf. Ja, da vorne ist eine Leiter, man kann aufs Dach steigen, das darf man sogar, sonst wäre die Leiter ja nicht dran. Genau. So, man kann zum Beispiel die Solarpanels könnte man sauber machen damit oder es sieht auch cool aus. Und wenn man irgendwo gegenfährt, dann ist erstmal die Leiter kaputt und nicht. Cool, oder? Das heißt, so ein Griff hinten dran. Hymer, klär mich mal auf, ist das gut? Hymer ist eine sehr gute Marke. Qualitativ hebt sich das Ganze doch schon von anderen Marken, würde ich jetzt mal behaupten, ab, ohne mir jetzt Feinde machen zu wollen. Aber Ja, das macht man Ganze, auf jeden Fall nichts mit falsch. das Ganze ist so ein bisschen aufgeteilt. Du bist ja die Hymer-Spezialistin, das bedeutet also, ihr habt für jeden Bereich habt ihr eigene Fachberater und Fachberaterinnen. Das ist vollkommen richtig. Wir sind hier bei Pamowski sind wir in Marken aufgeteilt. Das heißt, wir haben einmal den Bereich Hymer, dann gibt es bei uns den Bereich Bürstner, den durch Herr Biermann betreut wird. Und dann unsere Hausmarken, Rollerteam, Nobelart, XGO, die Discount-Marken quasi. Carrado betreuen wir auch noch. Gibt es immer separate Verkäufer für.
Ja, die laufen wie geschnitten Brot. Ihr wart dieses Jahr, glaube ich, nicht auf der Messe, oder? Wart ihr da? Wir waren leider nicht auf der Messe. Das hatte den Hintergrund, dass die Hümer-Gruppe die Messe quasi abgesagt hat. Wir waren mit unserer Hausmarke waren wir da. Also Palmowski war dort vertreten, nur halt nicht im Bereich Hümer oder Bürstner. Trotzdem war der Hof voll, oder? Der Hof bei uns war voll. Gut, mittlerweile sind wir, wie ich schon bereits erwähnt hatte, ausverkauft. Ja. Und ja. So, du hast einen Schlüssel dabei. Wir gucken direkt mal hinten rein. Das Fahrzeug ist nagelneu. Es kam gerade vom Werk. Ja. Genau, sieht man vielleicht noch, ist noch ein bisschen dreckig. Das ist nicht schlimm, aber dafür ist er neu, gell? Ja, wir machen jetzt hier quasi ein Unboxing, nennt man das, glaube ich, auf YouTube. Ja, für alle, die uns noch nicht kennen, Patricia ist Radiomoderatorin und studiert Journalismus in Magdeburg tatsächlich, denn Palmowski hat noch eine Niederlassung in Magdeburg. Genau, das ist unsere Zweitniederlassung. Da warten wir jetzt auch in den nächsten Monaten Neubau. Okay. So, er fährt mal kurz raus. Hier ist Kommen und Gehen am Hof, oder? Ja, das ist ganz üblich. Ja, die Verzorösen sind mit drin. Ich habe einen riesen Kofferraum. Ich habe 2 Türen, die ich aufmachen kann. Sogar in gleicher Größe. Das ist auch ungewöhnlich. Also ich kann wirklich von beiden Seiten Fahrräder einladen. Genau, relativ angenehm das Einladen, je nachdem wie man steht. Man hat Zugang von beiden Seiten. So, und die Außendusche, machen wir kurz die Tür zu, dann kann der Kollege besser rausfahren. So ist es. Und da haben wir auch ein bisschen mehr Platz, um das Auto mal von der Seite zu zeigen. Richtig schick. Ich hoffe, er fährt weit weg. So ist es. Ja, die Leute kommen wirklich, also wer das Geld hat, sage ich mal, der tendiert zu dem Auto, denn es stellt ja richtig was dar, oder? Ja. So wie es hier steht, hoch, dann mit den Felgen und... Boah, bei euch ist echt was los hier. Also das ist noch wenig. Das ist noch wenig. Es geht schlimmer. So, hier vorne ist der Frischwasseranschluss, wenn du den mal kurz anmachst. Es gibt auf Wunsch auch die Möglichkeit, einen City-Wasseranschluss zu kriegen, wenn man das will. Habe ich dich jetzt? Nee, ist nicht so schlimm. Hier vorne ist der Landstrom, der wird angeschlossen. Wird hier einmal angeschlossen. Ich schreibe alles in die technischen Daten noch mit rein, was wir jetzt nicht wissen. Das ist kein Problem. Hier vorne ist die Entsorgung. Eine Gasaußensteckdose, 30 mA. Wenn man unter einer Markise seinen Gasgrill anschließen möchte, kann man das hier ganz gut. Das ist Millibar, nicht Ampere. So, und hier vorne haben wir dann ja, die Aufbautür mit oben drüber der markierten, der installierten Thule Omnistore, die mit drauf ist. Und ja, wir gehen am besten mal rein. Da war noch keiner drin. Ist noch alles verpackt. Alles verpackt. Und so kommen die quasi ab Werk, wenn die Nein, so kommen die nicht ab Werk. Die Ledersitze sind quasi auf Kundenwunsch nachgerüstet worden, beziehungsweise umgerüstet worden. Diese Lederoptik kriegt man so nicht ab Werk. Wirst du auch gleich sehen, wenn du dir einmal die Sitze genauer anschaust. Auch da ist wieder unser Palmo-Logo drauf. Und das hier einmal siehst. Da vorne ist es. Genau, und auf Kundenwunsch so angefertigt worden. RSX. Ja, So sah es ab Werk aus. Echt? Patricia, komm mal rein. Das ist ja jetzt echt mal gelungen. Das ist Gelsenkirchener Barock, ja, der ab Werk drin war. Was nicht schlimm ist. Ich meine, es gibt ja Leute, die mögen das. Aber das hier kann man sich auf Kundenwunsch dann bestellen. Und das legt ihr praktisch noch mit rein. Also das ist so die Optik. Das sind aber jetzt Teile, Kissen, nehme ich an, für die Erweiterung. Genau, für Erweiterungen oder kann auch sein, dass die Kollegen das noch nicht rausgeräumt haben. Okay, so ist es. Und das, Patricia, guck mal, das ist nach dem Pimpen von dem Fahrzeug. Das heißt also, ihr habt also wirklich dort Spezialisten, die das können, offenbar, oder? Genau, wir haben eine Sattlerei, die unter anderem mit Brabus zusammenarbeitet. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Großes Kino, es sieht schön aus, ne? Und die machen sehr gute Arbeit, wie man sieht. Ja, auch hier vorne so kleine Applikationen. Das Auge ist ja mit. Palmo exklusiv. Dann, es kriegt eine Plakette noch, wie bei Porsche. Genau, damit auch jeder weiß, dass das Fahrzeug von uns kommt. Auch hier innen habt ihr es gemacht. Das heißt, Genau, die Türtafeln, Sitze vorne, Fahrersitz, Beifahrersitz. Hinten die Kopfteile von den Betten, von den Heckbetten und die L-Sitzgruppe. ja, der hat Luftfederung offenbar. Genau, die über Mercedes nachträglich nachgerüstet worden ist. Auch die gibt es nicht ab Werk. So, und der berühmte Allrad. Das heißt also, der geht automatisch. Da muss ich mich gar nicht groß um kümmern, aber er hat Differentialsperren mit drin. Allrad ist zuschaltbar Mhm. mit Getriebeuntersetzung. Mit Untersetzung. Das heißt, er hat richtig Power in den kleinen Gängen. Genau. Großer Motor hat da drin, 190 PS. Also kann man auf jeden Fall nichts falsch mitmachen. Ist das der neue Motor oder ist es schon ist noch der alte? Das ist der neue Motor.
Gott. Ne? Also Hymer überarbeitet seine Fahrzeuge von Jahr zu Jahr. Gerade jetzt, wo es mit der Abgasnorm Immer schlimmer wird, oder? immer schlimmer wird, müssen wir da auch gucken, dass wir da auf dem aktuellen Stand sind. Gut, die einen sagen immer schlimmer, die anderen sagen immer besser, denn die Fahrzeuge werden immer leistungsfähiger, sie werden agiler. Also wo die Leute vielleicht gesagt haben, 6 Zylinder müssen es sein, heute mit 4 Zylinder, wenn man drin ist, merkt man es gar nicht, oder? Das ist richtig, wobei die Nachfrage dann doch noch mehr nach dem Sechszylinder geht. So, den gibt es aber nicht mehr. Den gibt es aktuell noch, der wird aber bald auslaufen. Das heißt jetzt bei allen. Lieferzeit, wir haben mal kurz darüber gesprochen. Das Fahrzeug hier, wenn man das haben möchte, man sieht das jetzt, das ist schon verkauft, oder? Das ist schon verkauft. Der Kunde wartet jetzt, glaube ich, mittlerweile schon 5 oder 6 Monate auf den Wagen. Ja. Das war jetzt ein Lagerwagen, deswegen ging das relativ zügig, würde ich jetzt mal behaupten. Zügig, in Anführungsstrichen. Sonst in der Regel circa ein Jahr. Mit Lieferung ab Werk, Umrüstung ist man mit einem Jahr dabei. Wir sprechen hier über 150.000, 160.000 ungefähr. Genau, zwischen 150 und 160, je nachdem, wie der Kunde das Fahrzeug im Nachgang noch ausstatten lassen möchte. Also was Neues ist der Trend, 24 Zoll ist out, jetzt ist 32 Zoll und größer, oder? Ja. Das ist cool gemacht, man kann rausziehen, gell? Man kann ihn rausziehen, Mach mal man bitte. kann ihn kippen. Man kann ihn kippen. Ja, Der kann alles, wahrscheinlich ist der noch hier gelockt. ja, ist noch. Ah, da ist er. Ich kann ihn auch runterziehen. Ich muss mir also nicht den Hals verrenken, wenn ich jetzt irgendwie Fernsehen gucke. Aber er ist optimal, denn wenn ich das Ganze nämlich... Ist okay, Jenny. Das heißt, ich ziehe ihn raus, kann dann einmal hier vom Fahrersitz, Beifahrersitz, kann ich bequem hier jetzt Fernsehen gucken. Die haben natürlich auch alles. Eingänge ist HDMI mit drin. Das heißt, ich kann einen Prime-Stick mit reinstecken. Das Thema Router kommt, glaube ich, immer mehr. Die Leute fragen danach, oder? Genau. Also DVD-Laufwerk hat er mit drin, Bluetooth ist mit eingebaut. Toll, Ja. oder? Das ist super. Klasse. So, und ich bin natürlich unterwegs. Ja, die Sitze, das ist wirklich toll. Ja, wir hatten einen Kunden gefilmt, der hat ein ähnliches Fahrzeug gehabt, aber wahrscheinlich so mit Unboxing und Co. Wie ist denn das Feeling, wenn die Leute ihn abholen? Die sind ziemlich aufgeregt, Wir oder? sind aufgeregt. Es ist natürlich viel Input, was da kommt. Für so eine Auslieferung bei so einem Spezialfahrzeug werden ca. 4 Stunden angesetzt, die man auch braucht, weil das Fahrzeug viele Features hat. Okay. Und So, eine Aufbauklima ist mit drin. Ich glaube, das ist auch bei vielen ein Wunsch, oder? Eine Klimaanlage drin. geteilte Meinung. Viele sagen, möchte ich haben, viele sagen, möchte ich nicht haben. Die Klimaanlage hat zum Beispiel jetzt noch eine Heizfunktion mit drin. Okay. Das heißt, man kann damit kühlen und mit heizen, wenn man am Landstrom angeschlossen ist. Das habe ich jetzt einen Campingplatz mit pauschalem Strom, was ja bei Stellplätzen oft nicht der Fall ist. Dann kann ich sogar mit Landstrom heizen. Ja, das Bett, auch wieder mal Längsbetten, was der Deutsche gerne so hat. Genau, einfach fürs bequemere Aufstehen. Ne? Patricia, leg dich mal hin. Mal gucken. Da sind noch Folien drauf. Ist das so? Der ist knatschneu, oder? Der ist komplett neu, deswegen ist er auch noch eingepackt. So, auch hinten die Tafel, die ist bestickt. Auch die ist bestickt. Das ist Teil der Leder-Sonderausstattung. Cool. Mach mal auf, genau. Da habe ich dann Vollkorpusmöbel natürlich mit drin. Die Rückenteile sind... Ja, Thema Zuladung, 3,5 Tonnen. Viele haben ja einen älteren Führerschein, kann man den auflasten? Dieses Fahrzeug ist bereits schon auf 4,1 aufgelastet. Okay. Also kommt ab Werk. Man könnte ihn noch bis 4,5 hochlasten. Bis 4,5. Gut. Ist das auch rückgängig machbar, das heißt die Auflastung? Das ist auch rückgängig machbar. Solange das Chassis dafür ausgelegt ist, was in diesem Fall der Fall ist, kann man das ablasten, auflasten, so wie man das möchte. Patricia, mach mal kurz den Kühlschrank auf. Das ist der große Tedford, der mit drin ist. Der ist so groß wie du. Nee, der ist größer wie du. Gut, der steht nicht ganz am Boden. Ja. Aber der Vorteil ist, ich komme gut dran, ich muss mich nicht bücken. Genau, integriertes Eisfach hat er mit drin. Große Schubladen. Wenn du mal gerade so lieb bist, das hier mal wegnimmst, Jenny. Das hier oben drauf, die Auflagen, dass wir mal kurz gucken können, wie schön das gemacht ist mit den Appliances. Lauter Folien. Ja, alles noch ein bisschen in Arbeit. Ja, wir wollten ihn aber genau mal sehen, wie er so kommt, weil viele ja, ich meine, die sehen ihn dann aufgearbeitet mit allem drum und dran, aber das heißt, die geben sich große Mühe, alles zu schützen. Ein 3-Flammen-Kochfeld, ich denke, da kriegt man 2 große Töpfe drauf, oder? Ja, 2 große und klein. Eine große Pfanne. Oder eine ganz große Pfanne. So, hier vorne habe ich alles integriert. Genau, das ganze Zubehör. Fernbedienung für den Fernsehen, Fernbedienung für die Dachklimaanlage.
und Bedienungsanleitung. Und der Router ist natürlich mit drin. Der Kunde kriegt doch so einen richtigen Pack Bedienungsanleitung, oder? Wenn der hier geht, dann kriegt er so eine Tasche. Wirklich Da ist alles eine drin, ganze Schublade voller Bedienungsanleitungen, ja. wo man auch sagt, bitte lesen, aber da gibt es eine Einführung. Die Kunden können ja am ersten Tag nicht alles mitnehmen, oder? Nein, weil es einfach zu viel ist. Es ist zu viel Technik, die da mittlerweile hinter sitzt, wo der eine oder andere Kunde wirklich nochmal anruft und sich dann noch im Nachgang nochmal schlau macht. Ja, Diebstahl und Alarmanlage, das wird oft gefragt. Ihr baut das oft serienmäßig ein, gell, bei den Fahrzeugen hier. Hauptsächlich wird es nachgerüstet, bin ich ganz ehrlich, weil wir das... Ich meine, bei Palmo in der Exclusive, da gibt es das dann quasi in der Nachrüstung als Serie, das meinte ich. Ach so, im Palmo Luxus bzw. im Palmo RSX-Paket ist es nicht mit enthalten, könnte man aber wie gesagt zusätzlich noch mit dazu nehmen. So, hier ist sie serienmäßig mit drin. Das ist die iNet-Box. Also wenn es eine Truma, ich gucke mal gerade, natürlich ist auch eine Truma Venta drin. Das heißt, ich kann auch von außen die Klimaanlage steuern. Genau, über die App. Über die App. Und, was ziemlich cool ist, ich setze mich mal gerade hin, ist ja wohl dieses Dach hier, oder? Ja. Das ist riesig. Das ist riesig. Hat man hier nochmal einmal Mückenschutz. Von der Seite kann man komplett zuziehen. Von der anderen Seite Verdunkeln. Genau, please sehen. Ja, und was den Raum unglaublich erweitert, ist ja wohl dieses Fenster hier. Denn das schafft ja wohl Raum pur. Genau, Patricia, wenn du mal kurz nach vorne gehst, ich gehe mal ganz nach hinten, dass man mal sieht, die Länge ist ja jetzt nicht so üppig. Der ist jetzt, wie lang ist der? Ich glaube 6 Meter rund. Knapp 7 Meter. Knapp 7 Meter. So, ich gehe jetzt mal ganz zurück, dass man einfach mal sieht, das ist das Raumgefühl. Setze ich mal hier hinten drauf und film mal kurz hier rein. Hallo, könnt ihr mich noch hören? Ja. Okay. So, und da sieht man jetzt das Fenster, wie das den Raum unglaublich erhält. Also jetzt natürlich im Sommer kann ich es zumachen, aber so im Herbst, wenn ich jetzt hier sitze, ich brauche kein Kunstlicht, ich habe unglaublich viel Licht. Das sieht toll aus. Ja, kann man die drehen, die Sitze? Ist das möglich? Dass du mal vielleicht den rechten Sitz einfach mal drehst? Genau. So vom Platzgefühl her. Ja. Ein bisschen. Ja, es langt, wenn wir den Beifahrersitz drehen. Es geht nur mal darum, dass man mal das Raumgefühl mal sieht. Dann müsstest du einmal bitte aufstehen. Okay. Das ist jetzt sonst schwierig. Mit Sitze drehen haben wir ja einige Erfahrungen bereits gemacht. Das ist auch so, das Gemeine ist, wenn man es noch nie gemacht hat, ja, und die Kamera läuft, dann ist es ganz oft so, dass man sich ein bisschen schwer tut. Aber hier ist es einfach. Ja, das sieht sehr, sehr einfach aus. So. Macht sie gut, die Jenny. Ich will noch mal gucken, wie das Ganze aussieht. Sie sind schön, oder? Sehr schön geworden. Ja, die Sehr haben edel auch, ne? und die haben so einen richtigen automotiven Style, also nicht so weich und so, also richtig schön sportwagenmäßig. Genau. Das ist auch das Ziel. So, und dann habe ich natürlich ganz wichtig die Armlehnen, wenn ich lange unterwegs bin, will ich das haben. Integration ist ein großes Thema. Das hier ist ja ein teilintegriertes Modell. Das ist sehr gut gelungen, finde ich. Also wenn man so die Anschlüsse bei Hymer sieht, da siehst du nichts, da knarrt nichts, gar nichts, oder? Nein. Gut, bei der Preisklasse, da darf es auch Darf nicht. man das auch erwarten? Das ist so. Schlüssel, zeig mal den Schlüssel. Das ist das, was man dann kriegt. Ist die Aufbautür, ist die zentral verriegelt? Nee. Die ist manuell abschließbar Ist manuell abschließbar. mit dem Schlüssel. Gut. Und hier vorne habe ich dann nochmal den Tisch. Der Tisch, der darf auch montiert bleiben während der Fahrt. Das ist ganz wichtig. Und ja, hier vorne habe ich dann 2 Sitzplätze mit drin. Ich nehme an, zugelassen für 4, der hier. Zugelassen für 4 Personen. Große Unboxing. Ja, hier habe ich noch eine kleine Tischplatte, die kann ich rausklappen, wenn ich was machen möchte. Und hier unten habe ich noch jede Menge Staufächer. Ich verweise übrigens nochmal auf ein Video, was wir gedreht haben in Kalkar. Da haben wir ein ähnliches Fahrzeug mit im Erfahrungsbericht sogar von euch, ein Exclusive gedreht. Und die waren so begeistert, die wollten gar nicht mehr aufhören. 3/4 Stunde haben sie mir alles gezeigt. Fast hätten wir es vergessen. Ja, es hat ein riesengroßes Raumbad. Ja. Und die Tür, kann ich die zumachen? Dann bin ich... Die Tür kannst du komplett schließen. Ja, okay. Kannst du allerdings jetzt nicht hier, dass du ein Raumbad komplett hast. Kannst du, bei manchen Fahrzeugen kann man sie hier quasi reinklicken, dass man ein komplettes Raumbad hat. Hat der jetzt hier nicht. Na, aber wenn du möchtest, kannst du gerne mal reingucken. Auch hier, wie gesagt, ist noch ein bisschen, muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Genau, ist ja so ab Werk, wie es hier kommt. Da vorne ist so eine kleine Erhöhung mit drin. Das heißt, für ganz große Personen kann ich die rausnehmen. Dann bin ich komplett am Boden drauf. Das ist eigentlich rein nur zur Deko. Ne, dass man einen ebenmäßigen Boden hat, dass man da keine Stolperkante hat. Es gibt Leute, die benutzen das beim Duschen, habe ich schon gesehen. Das mag es Aber auch dafür war es geben. nicht gedacht, oder? Dafür ist es aber eigentlich nicht gedacht. Riesenspiegel, ich glaube wichtig, oder? Wichtig für die Frauen.
So ist es. Und ein Waschbecken, das auch wirklich leicht zu reinigen ist. Ich hasse Waschbecken, die man nicht reinigen kann. Und da haben die sich Gedanken drüber gemacht. Das heißt gerade so, der Mann rasiert sich mal und dann muss alles weggemacht werden. Das muss einfach gehen, oder? Das muss einfach gehen, definitiv. Ja, ganz wichtig, ihr habt einen kleinen Trick beim Klopapier, habt das nämlich versteckt. Heute das Wichtigste im Jahr 2020. Das ist da drin in der Tür. Zeig mal bitte. Denn das kann man dann rausgucken lassen, dann sieht man nicht die blöde Rolle und da sieht sie drauf. Kann man hier Guck mal hier, Patricia. Süß gemacht, oder? Ach ja, super süß gemacht. Ja, das heißt, es guckt dann so raus, man rollt es ab. So Kleinigkeiten, Handtücher kann ich unterbringen und einen großen Apothekerschrank auf der linken Seite. So, und da oben kann ich, geschützt, dass nichts rausfällt. da oben kann ich dann zentral das Wasser auch nochmal an- und ausmachen. Cool. Und die Toilette. Hast du denn schon mal gecampt, Jenny? Um ehrlich zu sein, Ja. nein. Ganz früher war ich einmal campen. Ja. Da war ich noch ganz, ganz jung. Was Aber- heißen ganz jung bei dir? Ganz So jung. 5 oder? Ja, ich glaube, ich war 15 oder 16. Okay, und wie war das? Das war ja aufregendes Erlebnis. Okay. Aber wir hatten damals, glaube ich, noch einen Wohnwagen mit einem Vorzelt gehabt. Das heißt, für mich war es eigentlich mehr Zelten als Campen. Okay. Ne, weil ich bin mit einer Freundin damals losgefahren und beziehungsweise mit den Eltern und wir haben quasi im Zelt geschlafen. Du bist ja im Moment bist ja jetzt in der Campingbranche, ja. Das heißt, kannst du die Leute verstehen, die unbedingt raus wollen und ganz frei sein möchten und überall stehen möchten? Kann ich verstehen. Ist so, Ne? Also es ist was anderes, als wenn man sich jetzt 2 Wochen in ein Hotel verzieht. Da, sage ich mal, nur am Pool, nur am Strand. Ah. Man kann mit dem Campen, man kann wesentlich mehr sehen. Das ist auch so eine Community. Das heißt, ich kann mich ja auch alleine hinstellen auf dem Platz, aber wenn man Kontakt haben will, ich glaube, man braucht nur zu Nachbarn zu gehen, die warten schon drauf, oder? Genau. Wichtige Regel ist allerdings Stuhl selber mitbringen und Gläser selber mitbringen, habe ich schon gelernt. Genau. Hast Und du gewusst? vielleicht den Grill. Und den Grill. Es ist so. Ja, schön. Großes Bad. Ja, das haben wir schon oft gesehen, aber jetzt mal im 4x4 ist es natürlich wichtig. Am allerwichtigsten ist es natürlich, dass man Handtücher aufhängen kann. Und ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Da oben ist natürlich eine Luke drin, ich kann lüften. Aber ich kann die Klimaanlage ja auf Entfeuchten stellen. Was ganz Neues, was ich immer öfter sehe, sind diese Multifunktionsschienen, die drin sind. Da gibt es auch Zubehör zu kaufen für, Da gell? gibt es Zubehör zu kaufen. Man kann zum Beispiel hier noch so einen kleinen Gewürzkorb reinhängen. Oder man kann hier alternativ noch einen Küchenrollenhalter mit reinhängen. Okay. Oder man nutzt es halt ganz einfach, um Kochlappen oder ähnliches dran aufzuhängen. Ja, toll sind auch die Schränke, wenn du mal kurz aufmachst. Denn es war früher so, dass unten immer komplett geöffnet ist. Jetzt ist eine Seite geöffnet. Hier könnte ich zum Beispiel dann Handschuhe oder sowas reinmachen, was ich schnell mal brauche. Und der Rest ist komplett zu. Genau. Das heißt, ich muss nicht dauernd da drauf gucken. Super. Ja, das ist das Bedienfeld. Da haben die meisten Leute Angst vor. Man hat so stark reduziert, wie es irgendwie nur geht. Das hier ist ganz leicht zu bedienen, oder? Brauchen wir keine Angst haben. Das ist vollkommen leicht zu bedienen. Hier haben wir den Hauptanschaltknopf und Ausschaltknopf. Okay. Das heißt, der muss immer einmal aktiviert werden, damit man das Ganze überhaupt nutzen kann. Ja, ganz wichtig auch hier direkt am Eingang nochmal jede Menge Halter, die da sind. Und natürlich das Fliegengitter, machen wir bitte zu, dass wir das mal sehen. Das ist in der Tür integriert. Wieder in der Tür mit integriert. Kann man komplett zuziehen. Geht jetzt natürlich noch ein bisschen schwer, weil es alles neu ist. So ist es. Und die Leselampen, die haben wir schon mal gezeigt in einem anderen Video mit drin, die mit drin sind. Ich kann übrigens das Fahrzeug komplett verdunkeln. Ich habe die Verdunklung in den Fenstern und vorne mit eingebaut direkt. Sehr einfach. Da unten zieht man einfach nur zur Seite und dann ist vorne komplett zu. Dann habe ich Genau. Einmal von links und von rechts. Und das Ganze trifft sich dann in der Mitte und dann hat man vorne die Frontscheibe auch verdunkelt. So, ganz wichtig ist natürlich das M-Bug-System, was mit drin ist von Mercedes-Benz. Das kann man wahlweise bestellen. Es ist jetzt natürlich nicht an, aber vielleicht können wir, du hast auch einen Schlüssel, wenn du einmal kurz auf Start drückst. Vielleicht können wir es einmal kurz aktivieren. Packst du den Schlüssel einmal ganz unten rein? Ganz unten. Ganz unten. Genau. So. Da? Ganz weiter, noch ein bisschen weiter unten. Und ja, genau. Oh Gott. Ah, das muss man erstmal wissen, ne? Genau, das ist quasi einmal nur reindrücken. So, der lernt den jetzt an quasi, oder? Das ist nur die Ladestation. Da ist er. Und das System bootet übrigens. Das ist ein Traum. Das ist ein Feeling wirklich. Gibt es im Actros, gibt es in vielen PKWs das System. Das ist wirklich Automotive-like. Also nicht Das ist total klasse, das System. Man kann alles damit machen. so System starten. Herzlich willkommen. Ja, machen wir einmal starten kurzes. Können wir zur Not nochmal resetten. Da sind auch entsprechende Profile, die kann man machen. Genau, einmal hier auf das Häuschen, dann sind wir hier im DAB, serienmäßig. Genau, im Hauptmenü. Und man kann dann hier einmal durchwischen. Telefon, Navigation, Radio.
Medien, wenn man jetzt zum Beispiel ein Handy gekoppelt hat. Info ist die allgemeine Fahrzeuginfo. Dann haben wir hier noch eine Mercedes Pro App drauf und die Einstellung fürs Fahrzeug. Super, ich habe auch ein Multifunktionslenkrad mit drin. Hier habe ich alle großen und kleinen Helferlein wie aktiver Spurhalteassistent. Fragen viele danach. Also wenn man mal kurz abgelenkt ist, es kann aktiv lenken, wenn man es bestellt hat. Genau. So ist es. Der sieht aber ziemlich voll aus hier, oder? Der ist schon sehr gut ausgestattet. Ja. Analoge Instrumente. Ja, ich denke, mit dem hier macht man nicht viel falsch. Luftfederung, das ist, ich glaube, das ist Komfort pur, wenn ich kann sogar Heben, Senken machen. Das heißt, ich kann also das Fahrzeug nochmal in eine Parkposition machen, das eben steht. Einigermaßen. Einigermaßen, genau. Prima. Gehen wir mal raus, dann gucken wir uns mal ganz genau nochmal die Bezeichnung an. Und dann wissen wir nämlich auch die Länge des Aufbaus. Da steht er, Hyma ML 580 in der Version RSX. Wir sind bei Palmowski in Bielefeld mit Jenny Hallo. und natürlich mit Patricia. Ja, wir haben das Auto gesehen, Unboxing quasi, wie er vom Werk kommt. Ganz tolles Fahrzeug. Ganz viele haben das auf die Traumliste geschrieben, denn ein Mercedes-Benz mit 4x4 in dem schönen Silber, das ist schon ein Hingucker, oder? Das ist auf jeden Fall der Renner aktuell bei uns. Ja, es gibt eine gute Nachricht. Ihr könnt tatsächlich, ihr habt Lagerfahrzeuge geordert, nämlich ganz schön viele, weil die Kunden, ich sag mal, die wollen auch spontan manchmal entscheiden. Gerade so, das Fahrzeug ist ja wintertauglich, ich könnte damit auch einen Skiurlaub fahren. Genau, das Fahrzeug ist auf jeden Fall für den Winter ausgelegt. Man braucht keine Angst haben, dass man darin friert. 2 Gasflaschen sind mit drin und ja, das Ganze ist da. Ihr kriegt die erste Fahrzeuge wieder im Dezember 2020, gell? Genau, ab Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dürften die ersten bestellten Lagerfahrzeuge bei uns wieder eintreffen. Ich meine, wir haben so um die 70 bis 80 Fahrzeuge von dem Modell alleine nur bestellt. Echt? Ja, Okay. aber die gehen auch relativ zügig weg, muss Ja. ich ganz ehrlich dazu sagen. Obwohl sie nicht ganz billig sind. Aber es ist halt einfach momentan so der Trend. Die Leute wollen was Außergewöhnliches haben. Die wollen was, wo man hingucken kann und wo man sich halt quasi von der Masse abhebt. Das ist definitiv gelungen hier, ja. Aus Bielefeld von Palmowski. Ja, wir haben auch übrigens kein Geld bekommen für die Doku. Eine reine Doku, aber wir müssen zumindest ja mal sagen, diese RSX-Version gibt es nur bei euch, oder? Die gibt es nur bei uns. Gibt's nur bei euch. Ja, vielen Dank, Patricia. Tschüss. Danke, Sven. Ja, und danke, Jenny Jentsch von Palmowski. Danke auch.